Lektion 1: Kochen zu Hause. Ich liebe es, zu Hause mit frischen Zutaten zu kochen. Dadurch wird eine Mahlzeit immer zu etwas Besonderem. Das klingt wunderbar. Frische Zutaten schmecken nicht nur besser, sondern sind auch gesünder. Auf jeden Fall. Ich gehe gerne auf lokale Märkte, um saisonale Produkte für meine Gerichte zu kaufen. Das ist eine tolle Idee. Es ist so bereichernd, lokale Bauern zu unterstützen und die frischesten Zutaten zu bekommen. Ja, außerdem kann ich beim Kochen mit frischen Zutaten mit Aromen und Techniken experimentieren. Das finde ich toll. Kochen kann eine tolle Möglichkeit sein, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, und es macht immer Spaß, neue Rezepte auszuprobieren. Auf jeden Fall. Wussten Sie, dass es auch wichtig ist, beim Kochen viel Wasser zu trinken? Der ausreichend Flüssigkeitszufuhr hilft Ihnen, Ihre Energie aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn Sie in der Küche beschäftigt sind. Genau. Lass uns gemeinsam einen Kochtag planen. Es würde Spaß machen, Rezepte und Ideen auszutauschen. Lektion 2: Reisevorbereitungen. Super. Wir sind als Nächste an der Reihe. Habt ihr unsere Pässe zur Hand? Ja, das tue ich. Ich habe dafür gesorgt, dass sie für unsere Reise an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden. Das ist perfekt. Wenn alles organisiert ist, können wir den Check-in-Prozess problemlos durchführen. Luf, ich fühle mich immer entspannter, wenn ich weiß, dass ich alles Wichtige bereit habe. Auf jeden Fall. Es sind die kleinen Details, die das Reisen so viel angenehmer machen können. Ja, und vergessen Sie nicht, noch einmal zu prüfen, ob wir zusätzliche Dokumente und Tickets benötigen. Guter Punkt. Ich gehe die Checkliste schnell durch, um sicherzustellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Folge dir. Wenn alles vorbereitet ist, können wir uns ganz auf die bevorstehende Reise konzentrieren. Genau. Ich freue mich auf unser Abenteuer und kann es kaum erwarten, gemeinsam neue Orte zu erkunden. Lektion 3: Alleinreisende. Ich habe einige Geschichten über Alleinreisende gehört und sie heben oft die unglaublichen Erfahrungen hervor, die sie machen. Ja, Alleinreisen kann sowohl befreiend als auch erhellend sein. Es ermöglicht Selbstfindung und persönliches Wachstum. Genau. Ich glaube, wer alleine reist, entwickelt oft eine tiefere Verbindung zu den Orten, die er besucht. Ruf. Es ist faszinierend, wie das Alleinsein zu unerwarteten Freundschaften und Abenteuern führen kann. Ja, ich bewundere diejenigen, die mutig genug sind, die Welt alleine zu erkunden. Es erfordert viel Mut. Ich stimme zu. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, selbst eine Soloreise zu unternehmen? Das habe ich. Ich denke, es wäre eine tolle Erfahrung, aber ich bin auch etwas zögerlich. Das ist verständlich. Es kann einschüchternd sein, aber es ist auch eine Chance, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Ja, vielleicht wage ich eines Tages den Sprung und beginne ein Solo-Abenteuer. Lektion 4: Einkaufstipps. Das ist ein gutes Geschäft. Hast du Tipps für mich? Auf jeden Fall. Ich empfehle, vorher eine Liste zu erstellen und sich daran zu halten. Das hilft, konzentriert zu bleiben. Das klingt nach einem soliden Plan. Er verhindert Impulskäufe und hält Ihr Budget im Griff. Glaub, außerdem sparst du beim Einkaufen Zeit, weil du genau weißt, was du brauchst.
Ich finde die Idee super. Ich werde meine Liste nach Abschnitten sortieren, um es im Laden einfacher zu haben. Das ist eine tolle Taktik. Sie hilft Ihnen, Ihren Einkauf zu optimieren und Rückverfolgungen zu minimieren. Auf jeden Fall. Ich werde auch nach Sonderangeboten und Rabatten Ausschau halten, bevor ich losfahre. Darf Es ist immer eine gute Idee, im Voraus zu planen und das Beste aus Ihrem Bucket zu machen. Ich freue mich jetzt schon darauf, einkaufen zu gehen. Es ist ein tolles Gefühl, einen soliden Plan zu haben. Lektion 5: Geschmacksvorlieben. Ich bevorzuge mildere Aromen, sie schmecken mir oft besser. Das ist interessant. Jeder hat andere Geschmacksvorlieben und es ist wichtig, herauszufinden, was Ihnen gefällt. Genau, ich schätze die Feinheiten milderer Gerichte mehr als übermäßig scharf. Tja, mildere Aromen können die Frische der Zutaten wirklich hervorheben und unterschiedliche Geschmacksrichtungen ausbalancieren. Ich finde es auch schön, mit Kräutern und Gewürzen zu experimentieren, die den Geschmack verstärken, ohne ihn zu überdecken. Psyloph. Frische Kräuter können einem Gericht viel mehr Geschmack verleihen, ohne es zu intensiv zu machen. Auf jeden Fall. Wie bringen Sie am liebsten milde Aromen in Ihre Küche ein? Ich liebe es, Gerichte mit Zitrone und Kräutern zuzubereiten. Sie verleihen ihnen Frische, ohne aufdringlich zu sein. Das klingt köstlich. Lasst uns Rezepte mit milderen Aromen teilen und gemeinsam kochen. Lektion 6: Nachhaltige Startups. Ich habe in letzter Zeit über erfolgreiche, nachhaltige Startups gelesen und es ist faszinierend, wie sie die Geschäftslandschaft verändern. Das ist ein interessantes Thema. Nachhaltige Startups konzentrieren sich nicht nur auf den Gewinn, sondern berücksichtigen auch ihre Auswirkungen auf den Planeten. Genau. Gerade jetzt ist es so wichtig, Ideen zu entwickeln, die sowohl zum Wohl der Umwelt als auch der Gesellschaft beitragen. Ja, ich finde es großartig, dass viele Unternehmer Nachhaltigkeit in ihren Geschäftsmodellen priorisieren. Gibt es bestimmte Startups, die Sie für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen bewundern? Das tue ich. Ich bewundere Unternehmen, die recycelte Materialien verwenden oder sich für Nullabfall einsetzen. Sie bewirken wirklich etwas. Absolut. Es ist inspirierend zu sehen, wie Innovation mit Verantwortung gepaart wird. Wir könnten sogar eigene Ideen für ein nachhaltiges Startup entwickeln. Ich finde diese Idee toll. Was wäre, wenn wir uns auf ein umweltfreundliches Produkt konzentrieren würden, das ein weit verbreitetes Problem löst? Das klingt perfekt. Lasst uns über alltägliche Herausforderungen nachdenken und wie wir diese nachhaltig bewältigen können. Lektion 7: Wohnlösungen. Wie können wir angesichts der wachsenden Bevölkerung allen ein Zuhause bieten, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es mehr Amerikaner als Kanadier gibt? Das ist eine große Herausforderung. Wir brauchen innovative Wohnlösungen, die dieser steigenden Nachfrage gerecht werden. Genau. Ich denke, der Fokus sollte auf bezahlbarem Wohnraum liegen, der nachhaltig und zugänglich ist. Ja, es ist entscheidend, Gemeinschaften zu schaffen, in denen jeder einen sicheren Ort zum Leben hat, unabhängig von seinem Einkommen. Was halten Sie von Teenie Houses als mögliche Lösung? Sie scheinen immer beliebter zu werden. Teenie Homes sind eine fantastische Idee. Sie fördern den Minimalismus und können schnell gebaut werden, um der Wohnungsnot entgegenzuwirken.
Darüber hinaus hinterlassen sie einen kleineren ökologischen Fußabdruck, was mit nachhaltigen Lebenspraktiken im Einklang steht. Auf jeden Fall. Wir sollten mehr solcher Konzepte erforschen und überlegen, wie sie in größerem Maßstab umgesetzt werden könnten. Das würde mich freuen. Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, wie wir zur Lösung dieser wichtigen Probleme beitragen können. Lektion 8: Möglichkeiten in Las Vegas. Ich habe gehört, dass Auftritte in Las Vegas ziemlich lukrativ sein können, vor allem, weil die Bezahlung dort gut ist. Das stimmt. Das Publikum in Las Vegas ist oft sehr dankbar, was die Stadt zu einem großartigen Ort für Entertainment macht. Genau. Ich denke, die Atmosphäre dort steigert das Erlebnis sowohl für die Künstler als auch für das Publikum enorm. Tja, die Aufregung in der Stadt kann bei Shows für unvergessliche Momente sorgen. Haben Sie schon einmal daran gedacht, dort aufzutreten? Das habe ich. Es wäre aufregend, Teil einer so lebendigen Unterhaltungsszene zu sein. Auf jeden Fall. Außerdem ist bei der Vielfalt der Shows für jeden etwas dabei, was eine tolle Gelegenheit ist. Ich glaube, dass die Kombination aus Talent und dem richtigen Veranstaltungsort zu großartigen Erlebnissen für Künstler führen kann. Auf jeden Fall. Lasst uns unsere Interessen weiter erforschen und sehen, ob wir einen Weg finden, Performance in unser Leben zu integrieren. Ich bin voll dabei. Es würde Spaß machen, an einem Projekt mitzuarbeiten, das unsere Kreativität unter Beweis stellt. Lektion 9: Aufnehmen von Referenzbildern. Auf jeden Fall machen wir auch Fotos von dem, was uns gefällt, als Referenz. Das hilft uns später, uns an unsere Ideen zu erinnern. Das ist eine fantastische Idee. Visuelle Referenzen können Kreativität und Inspiration wirklich anregen. Genau. Manchmal erinnert sie ein Bild an das Gefühl oder Konzept, das sie einfangen möchten. Tja, außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, unsere Reise und die Dinge, die uns bewegen, zu dokumentieren. Ich denke, wir sollten eine Collage unserer Lieblingsbilder erstellen, um unsere Projekte weiter zu inspirieren. Das klingt nach Spaß. Es könnte als visuelles Moodboard für alles dienen, woran wir arbeiten. Ja, wir sollten unsere Telefone immer griffbereit haben, damit wir Fotos machen können, wenn uns etwas ins Auge fällt. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam Ideen und Inspirationen zu sammeln. Ich auch. Dies ist eine großartige Möglichkeit, unsere Kreativität und Zusammenarbeit zu fördern. Lektion 10: Notrufsituation. Es ist beunruhigend zu hören, dass Sie 30 Notrufe bei der Polizei abgesetzt haben, von denen keine zu einer formellen Anklage nach den Vorfällen geführt hat. Ja, das ist ziemlich beunruhigend. Es wirft Fragen zur Wirksamkeit des Notfallreaktionssystems auf. Genau. Es ist wichtig zu untersuchen, warum diese Anrufe nicht zu konkreten Maßnahmen geführt haben. Ich stimme zu. Wenn Sie den Kontext jedes Anrufs verstehen, können Sie künftige Antworten verbessern. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir Einzelpersonen in Krisensituationen besser unterstützen können, um solche Vorkommnisse zu verhindern. Tja, durch die Bereitstellung von Ressourcen und Support können einige der Probleme, die zu wiederholten Anrufen führen, behoben werden. Ich denke, dass Programme zur Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle bei der Lösung dieser Probleme spielen könnten. Auf jeden Fall. Die Einbindung der Community kann Vertrauen schaffen und die Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden verbessern.
Lassen Sie uns weiterhin darüber diskutieren, wie wir zu positiven Veränderungen in unseren Gemeinden beitragen können. Lektion 11: Erfahrungen statt materieller Dinge. Ich glaube, dass es wichtig ist, Erlebnissen den Vorrang vor materiellen Dingen zu geben, denn sie schaffen bleibende Erinnerungen. Ich stimme voll und ganz zu. Erfahrungen bereichern unser Leben auf eine Weise, die Besitz niemals bereichern kann. Genau. Reisen, neue Leute kennenlernen und neue Aktivitäten ausprobieren kann uns prägen. Tja, und die Übernachtung in Hostels kann eine tolle Möglichkeit sein, Geld zu sparen und gleichzeitig diese Erlebnisse zu genießen. Auf jeden Fall. Hostels bieten oft die Möglichkeit, mit anderen Reisenden in Kontakt zu treten und Geschichten auszutauschen. Darüber hinaus können sie in erstklassigen Gegenden liegen, sodass sich neue Orte leichter erkunden lassen. Ich denke, der soziale Aspekt von Hostels wertet das Reiseerlebnis enorm auf. Auf jeden Fall. Lasst uns eine Reise planen, bei der wir in Hostels übernachten und unterwegs neue Freunde treffen können. Ich bin gespannt. Neue Reiseziele zu erkunden und gleichzeitig Kontakte zu knüpfen, wird unvergesslich sein. Lektion 12: Erkunden nahegelegener Wanderwege. Auf jeden Fall. In der Nähe gibt es einen Wanderweg, den ich schon seit einiger Zeit erkunden wollte. Das klingt spannend. Wandern kann eine erfrischende Möglichkeit sein, mit der Natur in Kontakt zu kommen und sich zu bewegen. Genau. Ich liebe das Gefühl, von Bäumen und frischer Luft umgeben zu sein. Es ist so belebend. Ja, außerdem ist es eine tolle Gelegenheit, schöne Fotos zu machen und die Landschaft zu genießen. Ich denke, wir sollten einen Tag planen und diesen Weg gemeinsam zu wandern. Es wäre ein lustiges Abenteuer. Das würde mir gefallen. Packen wir ein paar Snacks ein und machen einen schönen Tag daraus. Tolle Idee. Ein Picknick auf dem Gipfel wäre die perfekte Möglichkeit, unsere Anstrengungen zu würdigen. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, die Aussicht von oben zu genießen. Die Wanderung lohnt sich. Ich freue mich darauf. Schauen wir uns unbedingt das Wetter an und suchen uns einen guten Tag aus. Lektion 13: Stressfreie Reise. Dem kann ich nur zustimmen. Eine stressfreie Fahrt ist für den Genuss jeder geplanten Reise unerlässlich. Auf jeden Fall. Sorgen wir dafür, dass diese Reise so reibungslos wie möglich verläuft, indem wir uns im Voraus vorbereiten. Ja, wenn wir alles von der Unterkunft bis zu den Aktivitäten planen, vermeiden wir Last Minute Stress. Klar, wir sollten auch einen flexiblen Reiseplan erstellen, damit wir uns anpassen können, wenn sich die Dinge ändern. Mir gefällt diese Idee. Ein wenig Flexibilität kann zu unerwarteten Abenteuern führen, die wir vielleicht nicht geplant haben. Auf jeden Fall. Außerdem können wir uns entspannen und den Moment genießen, ohne uns gehetzt zu fühlen. Ich denke, wir sollten während der Reise auch Wert auf die Selbstfürsorge legen, um unsere Energie aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Pausen einzulegen und die Freizeit zu genießen ist genauso wichtig wie Sightseeing. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung dieser Reise zu beginnen. Es wird ein Abenteuer voller Freude und Entspannung. Lektion 14: Übung macht den Meister. Ich glaube, Übung macht den Meister. Je mehr wir an unseren Fähigkeiten arbeiten, desto besser werden wir. Beruf. Konsequentes Üben ist der Schlüssel zum Erfolg, egal ob es sich um ein Hobby oder einen neuen Job handelt. Ja,
Ich habe versucht, meine Kochkünste zu verbessern und ich habe das Gefühl, dass ich mit jedem Versuch besser werde. Das ist großartig. Kochen ist eine so lohnende Fähigkeit und das Experimentieren in der Küche kann so viel Spaß machen. Genau. Ich finde, das Ausprobieren neuer Rezepte ist eine tolle Möglichkeit, die Dinge interessant zu halten. Auf jeden Fall. Lasst uns einander weiterhin ermutigen, unseren Leidenschaften regelmäßig nachzugehen. Das würde mich freuen. Wir können Tipps austauschen und unsere Fortschritte gemeinsam feiern. Ja, es wird motivierend sein, jemanden zu haben, der uns anfeuert, während wir Fortschritte machen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise. Lasst uns sie angenehm und erfüllend gestalten. Lektion 15. Soziale Probleme verstehen. Es ist beunruhigend, wenn man bedenkt, dass die Verurteilten technisch gesehen zum Tode verurteilt waren. Man kümmerte sich damals kaum darum, ihnen ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Ja, es handelt sich um einen beunruhigenden Aspekt des Justizsystems und er wirft viele ethische Fragen auf. Genau. Wie wir mit einzelnen Menschen umgehen, hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft als Ganzes. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, über Rehabilitation versus Bestrafung zu diskutieren. Ich stimme zu. Die Konzentration auf die Rehabilitation könnte zu besseren Ergebnissen für alle Beteiligten führen. Tja, es ist wichtig zu bedenken, welche Auswirkungen unsere Handlungen auf das Leben anderer haben können. Ich denke, wir sollten weiterhin das Bewusstsein für diese Probleme schärfen und uns für Veränderungen einsetzen. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir zu einer mitfühlenderen und gerechteren Gesellschaft beitragen. Ich freue mich darauf, dies weiter zu diskutieren und Möglichkeiten zu erkunden, etwas zu bewirken. Lektion 16. Mitbewohnervereinbarungen. Ich brauche mindestens 2 Schlafzimmer, da ich einen Mitbewohner haben werde. Das ist sinnvoll, um den Raum bequem teilen zu können. Auf jeden Fall. Ausreichend Platz ist für ein gutes Wohnklima unerlässlich. Außerdem ermöglicht es einen gewissen persönlichen Freiraum, der wichtig ist, wenn man mit jemand anderem zusammenlebt. Tja, ich denke, es ist wichtig, Grenzen zu setzen und die Privatsphäre des anderen zu respektieren. Genau. Durch die Aufteilung der Miete wird es für uns beide günstiger, was ein Bonus ist. Auf jeden Fall. Es ist ein praktischer Ansatz, von dem alle Beteiligten profitieren. Ich freue mich darauf, einen Ort zu finden, der sowohl unseren Bedürfnissen als auch unseren Vorlieben entspricht. Tja, schauen wir uns die Optionen an und erstellen wir eine Liste mit den Wünschen für unser neues Zuhause. Tolle Idee. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken. Lektion 17. Einkaufsentscheidungen. Stöbern Sie auch im Internet. Viele Geschäfte bieten eine große Auswahl. Das ist ein toller Vorschlag. Online-Shopping kann so praktisch sein, besonders wenn Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Genau. Außerdem können Sie Preise und Stile ganz einfach vergleichen, ohne von Geschäft zu Geschäft laufen zu müssen. Tja, ich finde es toll, dass ich Bewertungen anderer Kunden lesen kann, die mir bei der Entscheidungsfindung helfen. Bewertungen können wirklich Aufschluss über die Qualität von Artikeln geben, was sehr hilfreich ist. Auf jeden Fall. Hast du in letzter Zeit tolle Online-Shops gefunden, die du empfehlen kannst? Ja, ich habe einige Boutiquen entdeckt, die einzigartige Stücke anbieten, die es in normalen Geschäften nicht gibt. Das klingt spannend.
Ich bin immer auf der Suche nach einzigartigen Artikeln, die ein Statement setzen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Plan zum Stöbern schmieden. Es könnte Spaß machen, unsere Funde zu teilen. Lektion 18. Flughafen Zeitplanung. Ja, ich plane, mindestens 2 Stunden vor meinem Flug am Flughafen zu sein. Es ist wichtig, genügend Zeit für den Check-in zu haben. Das King Club. Frühes Erscheinen kann Stress deutlich reduzieren, insbesondere bei langen Warteschlangen. Genau. Ich warte lieber am Flughafen, als mich zu beeilen und zu riskieren, meinen Flug zu verpassen. Auf jeden Fall. Außerdem können Sie sich entspannen, eine Kleinigkeit essen oder Last-Minute-Einkäufe erledigen. Ja, ich liebe es, in den Flughafenläden zu stöbern. Manchmal gibt es dort einzigartige Souvenirs. Das stimmt. Es ist eine schöne Art, die Reise mit etwas Besonderem zu beginnen. Und wenn ich noch Zeit habe, suche ich mir vielleicht ein gemütliches Plätzchen, um ein Buch zu lesen oder Leute zu beobachten. Das klingt wunderbar. Flughäfen können so interessant, Orte voller unterschiedlicher Geschichten sein. Auf jeden Fall. Lasst uns beide unsere nächste Reise im Voraus planen, um Chaos in letzter Minute zu vermeiden. Lektion 19. Kulinarische Erlebnisse. Als ich das letzte Mal in Spanien war, habe ich authentische spanische Peller gegessen und es war ein unvergessliches Erlebnis. Das klingt fantastisch. Ich wollte schon immer mal eine echte Pella probieren. Ich habe gehört, sie ist sehr aromatisch. Das ist es wirklich. Die Kombination aus Safran, Meeresfrüchten und Gewürzen war ein Geschmackserlebnis, das ich nicht vergessen werde. Wäre- Ich liebe es, wie Essen einen allein durch das Probieren an verschiedene Orte und in verschiedene Kulturen versetzen kann. Genau, jeder Bissen erzählt eine Geschichte über die Region und ihre kulinarischen Traditionen. Ich stimme voll und ganz zu. Welche anderen Gerichte haben Sie dort probiert? Mir haben auch die Tapas geschmeckt. Sie waren perfekt zum Teilen und Probieren verschiedener Geschmacksrichtungen. Das klingt köstlich. Durch das Teilen solcher Gerichte wird das Essen geselliger und unterhaltsamer. Ja, es ist eine tolle Möglichkeit, die Kultur kennenzulernen und beim Essen mit anderen in Kontakt zu kommen. Lektion 20. Sicherheitsbedenken. Ich habe gelesen, dass Unfälle mit Fahrern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in letzter Zeit zu einem erheblichen Problem geworden sind. Ja, es ist alarmierend, dass diese Probleme im Straßenverkehr zu schwerwiegenden Folgen führen können. Genau. Es ist entscheidend, dass jeder die Risiken versteht und verantwortungsvolle Entscheidungen trifft. Auf jeden Fall. Das Eintreten für sicherere Fahrgewohnheiten ist unerlässlich, um Leben zu schützen. In letzter Zeit wurde von einigen Leuten behauptet, dass Mitfahrdienste zu diesem Problem beitragen würden. Das ist eine interessante Perspektive. Sie unterstreicht die Bedeutung der Verantwortlichkeit in allen Transportformen. Ja, die Gewährleistung, dass sowohl Fahrer als auch Passagiere die Sicherheit priorisieren, sollte oberste Priorität haben. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns weiterhin darüber diskutieren, wie wir das Bewusstsein für diese Probleme in unserer Gemeinschaft schärfen können. Das würde mir sehr gefallen. Gemeinsam können wir ein sichereres Fahrverhalten fördern und etwas bewirken. Lektion 21. Fahrtipps. Wissen Sie, als ich mit dem Autofahren anfing, stellte ich fest, dass es unglaublich hilfreich war, auf einer großen, offenen Fläche zu üben.
Ich stimme vollkommen zu, denn die Freiheit, ohne Ablenkung schneller und langsamer zu werden, trägt wirklich dazu bei, das Selbstvertrauen zu stärken. Genau. Es ist wie eine leere Leinwand, auf der Sie mit Ihren Fähigkeiten experimentieren können. Und wenn Sie Ihre Geschwindigkeit schrittweise anpassen können, können Sie die Reaktion des Autos leichter verstehen, meinen Sie nicht? Absolut. Es ist eine tolle Möglichkeit, ein Gefühl für das Fahrzeug zu bekommen, insbesondere wenn man lernt, sanft zu bremsen. Richtig, und wenn Sie sich sicher fühlen, können Sie mit dem Üben fortgeschrittenerer Techniken beginnen. Wie das Einfädeln in den Verkehr und das präzise Navigieren in Kurven, die für sicheres Fahren entscheidend sind. Auf jeden Fall. Es geht darum, das Muskelgedächtnis zunächst in einer sicheren Umgebung aufzubauen. Und danach können Sie stärker befahrene Straßen mit mehr Selbstvertrauen in Angriff nehmen, da Sie wissen, dass Sie über die erforderlichen Grundkenntnisse verfügen. Lektion 22: Zimmerpflanzen. In letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht, meinem Zuhause ein paar Zimmerpflanzen hinzuzufügen. Oh, das klingt nach einer fantastischen Idee. Haben Sie bestimmte Pflanzen im Sinn? Ich habe gehört, dass Bogenhanf recht pflegeleicht ist und die Luft reinigen kann. Das sind sie tatsächlich. Außerdem sehen sie in jedem Raum großartig aus und verleihen ihm einen Hauch von Grün. Genau. Ich denke auch über Efeututen nach, da sie bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gedeihen. Das ist eine kluge Entscheidung, insbesondere für Anfänger. Sie sind recht nachsichtig, wenn man ab und zu das Gießen vergisst. Stimmt. Und ich finde es toll, wie sie von Regalen herunterhängen oder in Körben hängen können. Auf jeden Fall. Es verleiht dem Raum eine wunderschöne Ästhetik. Halten Sie es für notwendig, sich über die richtige Pflege jeder Pflanze zu informieren? Lektion 23: Fitnessspaß. Ich habe darüber nachgedacht, wie die Teilnahme an lustigen Aktivitäten wirklich zum Aufbau von Kraft und Ausdauer beitragen kann. Das stimmt. Es ist so wichtig, etwas zu finden, das Spaß macht, sonst fühlt es sich wie eine lästige Pflicht an. Stimmt. Hast du schon mal einen Tanzkurs besucht? Das ist eine tolle Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen und gleichzeitig Spaß zu haben. Tja, ich liebe Tanzen. Es ist so befreiend und ein hervorragendes Cardio-Training. Außerdem trägt es zur Verbesserung der Koordination bei, was ein zusätzlicher Bonus ist. Ja, und es ist eine tolle Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und gleichzeitig aktiv zu bleiben. Ich habe auch gehört, dass Klettern ein fantastisches Ganzkörpertraining ist. Oh, das ist es definitiv. Es fordert sowohl ihre körperliche Stärke als auch ihre geistige Konzentration. Das klingt spannend. Ich denke, die Mischung verschiedener Aktivitäten sorgt für Abwechslung und Spaß. Lektion 24: Touristenattraktionen. Planen Sie, während Ihrer Reise irgendwelche Touristenattraktionen zu besuchen? Auf jeden Fall. Ich möchte den Eiffelturm sehen. Er ist ein so ikonisches Wahrzeichen. Das klingt fantastisch. Hast du schon mal darüber nachgedacht, auf die Aussichtsplattform zu gehen? Ja, ich habe gehört, dass die Aussicht von oben atemberaubend ist, besonders bei Sonnenuntergang. Es muss unglaublich sein, die Stadt bei Einbruch der Nacht erleuchtet zu sehen. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich würde gerne von dort oben Fotos machen. Und wenn Sie schon in Paris sind, sollten Sie unbedingt auch den Louvre erkunden. Auf jeden Fall. Ich wollte die Mona Lisa schon immer einmal persönlich sehen.
Es ist faszinierend, über all die Geschichte und Kunst nachzudenken, die in diesem Museum untergebracht ist. Lektion 25 Bürgerverantwortung. Wir dürfen niemals zulassen, dass die Last dieser Kombination unserer Freiheiten oder demokratischen Prozesse gefährdet. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir hinsichtlich unserer Rechte wachsam bleiben. Ja, und wir müssen uns aktiv in unseren Gemeinden engagieren, um diese Freiheiten zu schützen. Hilf. Es ist wichtig, sich an Diskussionen zu beteiligen und informierte Bürger zu sein. Und wenn man andere dazu ermutigt, ihre Meinung zu äußern, kann dies zu einer bewussteren Gesellschaft führen. Ja, es geht darum, eine Kultur des Dialogs und des Verständnisses zu fördern. Das Glauben kann Sie, es dass in soziale guten wie im Medien dabei schlechten. eine Rolle Ist es spielen? ein wirkungsvolles Mittel zur Verbreitung des Bewusstseins. Richtig. Aber es ist auch wichtig, die Informationen, auf die wir stoßen, zu überprüfen. Lektion 26 Berufswahl. Ich mache mir Sorgen darüber, was die Leute von meiner Berufswahl halten werden. Das ist eine weit verbreitete Sorge, aber es ist wichtig, dem zu folgen, was sie wirklich anspricht. Ich weiß, aber manchmal fühle ich mich durch gesellschaftliche Erwartungen unter Druck gesetzt. Es ist leicht, sich so zu fühlen, aber ihr Glück sollte an erster Stelle stehen. Genau. Ich habe erkannt, dass es erfüllender ist, meiner Leidenschaft nachzugehen, als mich anzupassen. Das ist eine mutige Entscheidung. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie Ihre Entscheidung anderen mitteilen? Ja, ich denke, ich werde mich darauf konzentrieren, meine Begeisterung für das, was ich tue, zu teilen. Das ist ein toller Ansatz. Leidenschaft kann ansteckend sein. Ich hoffe, dass andere meine Entscheidung besser verstehen, wenn ich mein Engagement zeige. Lektion 27 Rote Rezeption. Kein Problem, wir haben eine 24-Stunden-Rezeption, sodass Sie jederzeit einchecken können. Das ist beruhigend. Wann werden Sie voraussichtlich ankommen? Ich sollte gegen 22 Uhr da sein, aber das kann etwas variieren. Das ist in Ordnung. Ich schätze die Flexibilität. Natürlich, wir möchten Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten. Und haben Sie Empfehlungen für Restaurants in der Nähe, wo man spät abends essen kann? Ja, nur ein paar Blocks entfernt gibt es ein tolles Restaurant, das die ganze Nacht geöffnet hat. Perfekt. Ich liebe es, Lokale auszuprobieren, besonders nach einer langen Reise. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen. Lektion 28 in Form kommen. Hi, ich fühle mich in letzter Zeit etwas außer Form. Ich verstehe, es ist wichtig, in Bewegung zu bleiben und aktiv zu bleiben. Genau, ich habe darüber nachgedacht, ein neues Trainingsprogramm zu beginnen. Das ist eine tolle Idee. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche Art von Bewegung Ihnen Spaß macht? Früher habe ich Joggen geliebt, aber ich glaube, dieses Mal werde ich etwas anderes ausprobieren. Wie wäre es mit einem Fitnesskurs? Das kann eine unterhaltsame Möglichkeit sein, motiviert zu bleiben. Das klingt verlockend. Es wäre schön, andere mit ähnlichen Zielen kennenzulernen. Außerdem kann die Energie einer Gruppe Sie wirklich dazu anspornen, Ihr Bestes zu geben. Ich denke, ich werde mir ein paar Kurse vor Ort ansehen und schauen, was in meinen Zeitplan passt. Lektion 29 Kreative Fiktion. Dennoch wurden viele Charaktere und Ereignisse in der Geschichte erfunden.
Das stimmt. Es ist faszinierend, wie Schriftsteller aus ihrer Fantasie ganze Welten erschaffen können. Ja, und sogar fiktive Elemente können reale Erfahrungen und Emotionen widerspiegeln. Verlauf- Es verleiht der Erzählung Tiefe und Nachvollziehbarkeit. Ich finde es unglaublich, wie eine Geschichte echte Gefühle hervorrufen kann, auch wenn sie nicht wahr ist. Es ist ein Beweis für die Macht des Geschichtenerzählens und seinen Einfluss auf unser Leben. Und manchmal können uns fiktive Geschichten wertvolle Lektionen erteilen. Auf jeden Fall. Sie können uns dazu inspirieren, anders zu denken und neue Perspektiven zu entdecken. Das ist das Schöne an der Literatur, sie verbindet uns mit Erfahrungen, die über unsere eigenen hinausgehen. Lektion 30. Herausforderungen meistern. Als Samuel 11 Jahre alt war, starb sein Vater und er begann zu arbeiten und zum Unterhalt seiner Familie beizutragen. Das muss für ihn in seinem jungen Alter ein sehr schwieriger Übergang gewesen sein. Das war es wirklich. Die Verantwortung eines Erwachsenen zu übernehmen, kann für ein Kind überwältigend sein. Ja, aber es kann auch die Belastbarkeit und eine starke Arbeitsmoral fördern. Genau. Es ist beeindruckend, wie Herausforderungen den Charakter eines Menschen prägen können. Und diese Erfahrung hat ihm wahrscheinlich schon früh wertvolle Lebenskompetenzen vermittelt. Richtig. Es ist erstaunlich, wie Widrigkeiten zu Wachstum und Entschlossenheit führen können. Ich frage mich, wie seine frühen Erfahrungen seine zukünftigen Entscheidungen beeinflusst haben. Wahrscheinlich haben sie ihm eine einzigartige Perspektive auf die Herausforderungen des Lebens gegeben.